Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel. Ahoi an alle hier Gestrandeten und auch herzlich willkommen zur 6. Folge von Gestrandet Last Exit Mallorca. Und auch diesmal sitzen wir wieder hier beim Jens zusammen. Ich freue mich, hier zu sein. Moin, erstmal an alle da draußen und an dich natürlich auch. Freut mich auch, dass du wieder da bist. Jo, Dann würde ich dich doch einfach mal fragen, was ist denn diese Woche Erwähnenswertes bei dir passiert, beziehungsweise was würdest du uns denn gerne erzählen? ja, also das Lustigste, schockierendste, nee, das Lustigste finde ich, für mich zumindest war, oh, ich lag hier auf der Couch, abends noch Fernsehen geguckt, ja abends, nachts so um 3:30, so halb am Schlafen, höre Morgens, ich, ja. ja, ja, höre ich plötzlich so englisches, so Pseudo, englisches mit deutschem Dialektgerede Englisch. und denk mir so, ist das der Uwe? Guck so rüber auf die andere Couch, nee, der schläft. Dann schaue ich rüber zu meinem Ausgang und denk mir, what the fuck? Da steht da so ein 19-jähriger, oben Lippenbirterträger mit rot-blonden Haar, Deutschland-T-Shirt an. Hello, do you know what is entry to my hotel? Ich würde ja sagen, so fangen Horrorfilme an, aber es ging, glaube ich, noch mal gut aus, oder? Ja, war Er lustig. war einfach betrunken, glaube ich dann. Hä? Ich habe mich erstmal aufgesetzt und so, was willst du denn? Und dann fängt er an mit dem Pseudo-Englisch weiter zu reden. Und ich so, kannst du mit mir Deutsch sprechen? Ach, du kannst Deutsch. Ich so, ja. Ja, weißt du, wo mein Hotel ist? Geht's hier da rein? Kann ich da weiterlaufen? Ich so, nein, da geht's nicht weiter, kommt nur eine Mauer. Wie kommst du eigentlich her? Ich weiß auch nicht, war seine Antwort. Dann habe ich ihn wieder vorgebracht zur Straße und er hat nicht gewusst, welches Hotel. Ich habe ihn dann einfach hier um die Ecke zum Ben Hur geschickt und gesagt, geh mal dahin. Frag da mal nach. Ja, also echt, mir sind schon Dinge passiert. Auch bei meiner alten Wohnung, hier kamst du auch schon an. Wo ist denn der Strand? Ich sag, dreh dich mal um, guck mal da runter, das Blaue. Das unten das Blaue nennt man Wasser und das oben das Blaue nennt man Himmel. In die Richtung geht's. Oder oben habe ich auf dem Grundstück gewohnt. Da musstest du echt einen halben Kilometer durch so Steppe laufen. Ja, Steppe, Savanne, Gestrüpp und so halt, ne? Gestrüpp Ja. und sowas, also irgendein Trampelpfad lang. Und da sind Leute angekommen und haben das Meer gesucht. Und da habe ich zu dir gesagt, zu ihr, guck mal, ihr geht in die Richtung. Da hinten sind Berge und ihr sucht das Meer. Ist das Meer auf den Bergen? Das Wasser geht immer bergab, also müsst ihr in die andere Richtung laufen. Und dann stehen sie da und gucken dich ganz ungläubig an. Echt? Sind wir in die falsche Richtung gegangen? So, ja, du läufst doch nicht Richtung Berge, wenn du das Meer suchst. Gut, ich meine, wir sind auf einer Insel. Wenn du weit genug läufst, dann findest du das Du Meer. musst nur lang genug laufen, das stimmt. Das ist absolut korrekt. Aber echt, manche Menschen denken echt nicht mit und laufen dann. Alkohol, irgendwo- du böser Geist, oder? Die waren ja nicht mal betrunken. Also Nee? viele Ah, von okay. dem. Gut, der jetzt in der Nacht, der war betrunken. Und ich Klar. meine, ich verstehe Die trotzdem anderen nicht, waren warum, auch nur warum du orientierungslos. betrunken in eine dunkle Gasse reinläufst und dann irgendwo noch irgendeine Tür reinläufst und dann stehst du plötzlich neben jemanden, der auf der Couch liegt. Der hat sich Hier wahrscheinlich muss auch es zum gedacht, Pool wo bin gehen, ich? eindeutig. Hier ist Äh, bestimmt der aber Spa-Bereich. da kamen mir Leute entgegen und ich habe gedacht, Alter, wir sind hier irgendwo im Nirgendwo. Du bist jetzt 2 Kilometer in die falsche Richtung gelaufen und hast es nicht mal gemerkt. Weißt du, Hotel 500 Meter zum Meer, aber du läufst in die andere Richtung. Und irgendwo so nach 2 Kilometern so, wo muss ich denn eigentlich hin? Ja, es sind ja auch wirklich jetzt ein paar Meter zur Straße von dir aus. Deswegen, also weil du sagtest, du Ja, hast ihn dann auch und hier ist ja nicht am mal frühen beleuchtet. Morgen ja dahin gebracht. Du läufst auf Genau. einem dunklen Parkplatz Und auch nicht gerade und eben, dann ne? um Sind die ein paar Ecke in Steine irgendeine noch und Tür in so, der ja. Dunkelheit rein. Das ist das Unverständliche. Aber egal. Du bist Mallorca. Viva la Loca. Welcome to Mallorca. Das heißt, es lebe die Verrücktheit. Willkommen auf Mallorca. Ja, er hat zumindest irgendwie irgendeinen Schlafplatz gefunden wahrscheinlich. Ich habe ihn nicht wieder Ja, ich gesehen. wollte gerade sagen, also zumindest ist er in eine andere Richtung gelaufen, einigen wir uns darauf. Und gab es sonst noch irgendwelche versuchten Einbrüche diese Woche bei dir oder ist sonst alles im grünen Bereich gewesen?
Nee, alles im grünen Bereich, aber es gab einen Ausbruch. Okay. Der Uwe ist nur weggelaufen. Okay. Nein, Spaß. Er hat ja gesagt, dass er nur das hier zum Übergang will, bis er sein Geld gespart hat, sein Plätzchen und sein Zelt. Und er hat, wie er gesagt hat, sein Zelt gekauft, hat sein Plätzchen gefunden. Hier direkt bei mir nebendran. Also wir sind immer noch Nachbarn, aber er hat seinen eigenen Platz. Und ja, war lustig. Also ist einkaufen gefahren, äh, kam dann wieder, hat sich bei mir Werkzeug geliehen, so Rechen und Säge, um den Platz ordentlich zu machen. Und mit 2 Mann haben sie es gemacht. Erwachsene, gestandene Männer. Lass mich fertig erzählen. Erwachsene, gestandene Männer. Nach 1,5 Stunden klingelt mein Handy. Jens, kannst du uns mal helfen? Wir sind zu blöd, um das Zelt aufzubauen. Ja, dann bin ich halt rüber und hab schon vollkommen falsch angefangen. Bei den neuen Zelten musst du ja erstmal das Außenzelt machen mit den Stangen. Das war so ein großes, weißt, wo du auch drin stehen kannst und wohnen Mhm. kannst. Du musst erst das Außengerippe machen und dann hängst du den Rest drinnen rein. Und die haben erst mit drinnen angefangen und haben nicht gewusst, wo die Stangen hinstecken müssen. Und oh. Ja, war dann lustig. Haben wir 2 Bierchen getrunken und kurz mal das Zelt aufgebaut. Ein großes Puzzlespiel, ja. Ja, ich habe denen erklärt, wie es funktioniert. Oder erstmal Mikado, alles nochmal zusammen, hä? Und neu Ja, anfangen, die haben oder? die Stangen schon alle komplett ausgeklappt und überall stehen ja Bäume und so ein Zeug rum. Dann musste ich auch wieder Okay. zusammenklappen, Ja, damit du es stimmt, ja. reinstecken kannst, ohne irgendwas im Weg. Oh. Das war ja ein großes Mikado-Spiel. Die standen dann auch da mit großen Augen so, ach, so geht es. Ah, und ja, so, guck mal, da ist ein rotes Zeichen drauf, da kommt die rote Stange rein. Da ist ein schwarzes Zeichen drauf, das kommt da, wo das schwarze Zeichen drauf ist. Ach so. Und du bist dir sicher, dass das keine Taktik war? Ja, ich weiß nicht. Kann eigentlich schon sein. Stimmt, darauf bin ich gar nicht gekommen. Aber dafür habe ich 2 kalte Bier gehabt. Okay, Auch also in Ordnung. egal wie, war, Passt. war wieder Win-Win-Situation. Ja, und ich hatte eine halbe Stunde was zu Und tun. Spaß, ja, okay. Ja, klasse. Also das mit Uwe hat geklappt, Ja, um das sozusagen wie geplant. Oder auch jetzt nochmal, um auf die letzte Folge zumindest ganz kurz zurückzukommen, wo wir gehört haben, dass das auch anders laufen kann. War ja klar, ihr kennt euch auch schon so lange und bei Uwe ist alles letztendlich genauso abgelaufen, wie es besprochen war. Und ja, Uwe hat jetzt seinen eigenen Platz, ist damit zufrieden und auch wieder fest auf der Insel. ja, hat genauso geklappt wie geplant. Ist ja auch nicht das erste Mal. Der ist ja schon öfters mal bei mir aufgetaucht und wir gegangen und wir haben immer ein Plätzchen gefunden und der hat es gemacht. Und ey, was soll ich sonst dazu sagen? Ja, Ja, für dich alles wie so gewohnt muss es gelaufen. sein, ja. Und ich habe wieder einen netten Nachbarn, mit dem man abends mal einen trinken kann oder mal mittags ein bisschen Spaß haben. Wollte ich auch gerade sagen, ja, ist ja cool, dass er dann auch noch nebendran ist, ne? Und dann, ja, Ja, wir treffen uns auch abends bei der Arbeit an der Playa. Er geht jetzt spazieren und redet mit seinen netten Leuten und ich gehe spazieren mit den Hunden und dann ab und zu mal treffen wir uns dann so abends noch und so, was machst du noch? So, ich weiß noch nicht. Wollen wir nach Hause gehen? Ja, und dann gehen wir noch ein bisschen zu mir, trinken noch ein Bierchen und dann geht er rüber in sein Zelt. vielleicht auch unsere Fernseh gucken oder so und einfach, Genau, ja, weißt ja, du, cool. können wir noch gemütlich reden von dem, was wir erlebt haben, so wie wir uns unterhalten. Sich ein bisschen austauschen. Ja, nee, klingt auf jeden Fall cool und wenn Uwe auch damit happy ist, ist das ja super. Ich denke, er wird uns da auch noch kurz was dazu erzählen. Vor allem werde ich nochmal nachhaken bei dem Aufbau vom Zelt. Und dann sind wir jetzt auch wieder beim Rückblick angekommen. Ja, wir sind da stehen geblieben, Jens, dass du mitten in der Nacht das Obdachlosenheim verlassen hast, weil du das in dieser Nacht nicht mehr ertragen wolltest und konntest. Und ja, wie ging es denn dann am nächsten Morgen weiter und wie war denn die Nacht draußen? Ja, die Nacht war lustig. Wir haben noch einen getrunken und dann bequem hingelegt. Da lagen Matratzen, Plane drüber. Gut geschlafen, am nächsten Morgen aufgestanden, reingegangen, geduscht, gefrühstückt, meinen Kumpel wieder getroffen und noch einen anderen Deutschen kennengelernt. Es war ein PR, der arme Kerl. Der musste ins Obdachlosenheim, kam einen Tag vor aus dem Krankenhaus. Musste kurzzeitig ins Obdachlosenheim, damit er wieder aufgenommen wird in die Klinik. Zu dem Zeitpunkt hat er sein Zeh verloren gehabt.
Der hat als PR gearbeitet an der Playa de Palma. Und er hat auf der Insel seinen C erst verloren? Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, der hat nein, also im Prinzip, ja. ähm, Er hat gearbeitet als illegaler PR, also unter der Hand. Damals gab es ja massig, die hier rumgerannt sind. Und ist dann, so wie mir erzählt hat, in eine Glasscheibe reingetreten, hat einfach Pflaster drum gemacht, scheiß drauf, ich mach weiter. Und dann war halt eine Infektion drin. Und ja, zu spät bemerkt. Oder ja, ist halt nicht zum Arzt gegangen. Und dann, als es schlimm war, ist er zum Arzt. Und dann mussten sie den Zeh abnehmen. Und da habe ich ihn dann getroffen, wo er aus dem Klinikum raus war. Und da er nicht krankenversichert war, nicht gemeldet war, alles drum und dran, musste er ins Obdachlosenheim, musste dort 7 Tage lang sein, damit er versichert wird für die nächsten Sachen, die sie machen mussten. Und es ging dann weiter, dass er seinen Knöchel verloren hat. Und also ja, es wurde dann abgeschnitten bis zum Knöchel, weil die Infektion weiterging. Also Fuß? Und dann, ja, der Fuß, Oh. Knöchel. Und dann Knie. Und dann haben sie ihn Oh. ausgeflogen, irgendwann 2 Monate später oder so. Und das fing alles wegen dieser Glasscherbe an? Nicht Eine Glasscherbe und nicht drum gekümmert, Infektion drin. Nicht, ja, nicht drum gekümmert, nicht versichert gewesen. Erst Zeh ab, dann Fuß ab, dann Knie ab, also bis zum Knie ab. Und dann wurde er nach Deutschland ausgeflogen. Ja, ich denke, wem sage ich Ging das? über 2 Monate. Wow. Ja, wenn ich dich so angucke, wem sage ich das? Also du wirst es wissen, das zeigt nur, wie gefährlich so Kleinigkeiten. Es war ja in dem Sinne nicht mal auf der Straße. Er wird wahrscheinlich gar nicht auf der Straße gelebt haben, ne? Aber auch speziell, wenn dir jetzt sowas passieren würde, du weißt es ja auch, dass man dann im Notfall sich halt auch behandeln lassen müsste, ne? Weil so kann es enden. Ja, auf jeden Fall. Man muss rechtzeitig zum Arzt gehen, man muss es bemerken und keine kleinen Kratzer auf die leichte Schulter nehmen. Gerade wenn es jetzt so heiß ist bei der Spüle und nur an der Playa. Jetzt ist ja nicht mehr so schlimm. Früher war es ja richtig schlimm. Das war ja vor 13 Jahren. Da bist du ja echt im Dreck rumgelaufen, in der Kotze und Pisse und Kacke von anderen Leuten. Das war die extremste Zeit. Dann kannst du da nicht mit einer offenen Wunde da durchlaufen. Das ist eigentlich logisch. Du Aus- musst zumindest desinfizieren und ordentlich verbinden. Was auch eigentlich wahrscheinlich logisch ist, aber aus eigener Erfahrung kommt auch nicht auf die Idee, mit einer offenen Wunde jetzt gleich ins Meer zu gehen. Doch dann lieber ins Meer gehen, weil durch das Salzwasser wird die Wunde gereinigt. Theoretisch in der Praxis war mein Bein sehr entzündet. Okay. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen in der Nicht Geschichte. alle Hausmittel helfen. Ja, aber um auf die richtige Story wieder zurückzukommen. Ja, war ein Break. Ich meine, das ist schon heftig. Und es war gut, damals war es, er hat nur ein Zeh amputiert bekommen, aber was ich dann mitbekommen habe über die Wochen, war das heftig. Deswegen wollte das gesagt sein. Arbeitet nicht illegal, immer schön krankenversichert sein und achtet drauf auf eure Gesundheit. Ja, auf jeden Fall, ich habe ja draußen gepennt gehabt. Ich hatte ja meinen Kumpel wieder getroffen und habe ich mich mit ihm unterhalten, was wir machen, ob wir wieder runtergehen zum Seifenblasen. Ich habe ja die paar Leute kennengelernt, die waren nett und habe gesagt, komm, dafür, dass ich bei den draußen pennen durfte, wir haben ja noch ein bisschen Kohle übrig, gehen wir rüber, gegenüber war der Carrefour, haben eine große Palette Bier geholt, haben uns zu denen gesessen, wir hatten ja auch Tabak, haben mit uns unterhalten, waren Marokkaner und Spanier und Bunt gemischt. relativ bunt gemischt, so gut wie keiner konnte Deutsch, aber ein paar Leute Englisch ein bisschen und so. Und da hat man sich halt Multikulti unterhalten und die ersten Brocken Spanisch gelernt, so in der Richtung. Durchs Zuhören lernt man ja. Und dann kam man halt auf die Idee, das zu zeigen, weil sich gewundert haben, ihr seid seit 2 Tagen, nee, 3 Tage waren es im Prinzip, 4 Tage, weiß nicht mehr genau, doch 3 Tage, auf der Straße und ihr habt plötzlich Geld, wo kommt das her? Und dann so, komm, zeig mal euch. Und dann haben wir uns hingestellt, haben unser Zeug mit Seifenblasen aufgebaut und haben Seifenblasen gemacht. Und da waren dann bestimmt 30, 40 Obdachlose außenrum, fanden das voll cool und wir haben Party gemacht mit denen, voll Spaß. Ja, und dann haben wir denen halt gezeigt, halt, haben aufgebaut für unsere Seifenblasen, ein Schälchen, Ferry rein, Wasser, Seifenblasen gemacht. Und da standen halt dann 15, 20 Obdachlose außenrum, am Trinken, Spaß haben, Musik hören, ein bisschen Flamengo machen und so. Coole Stimmung, alles Multikulti, war echt cool.
Und irgendwann schmeißt noch ein Hut dann hin, also den Hut, den wir da stehen hatten, schmeißt noch einen Euro rein. Und wir feiern und dann geht plötzlich ein anderer hin und ich zeige denen auch noch ein bisschen Seifenblasen, die haben voll den Spaß dran. Und dann geht da einer hin und ich sehe im Augenwinkel, wie er an den Hut rangeht und den Euro wieder rausnimmt und setzt sich hin. Und dann bin ich halt hingegangen und gesagt, so Alter, das Geld wurde reingeschmissen in meinen Hut, das ist unser Geld, gib das wieder her. Und so, was willst du machen? Und steht auf und so, Alter, gib mir die Kohle wieder. Das ist unfair, ich habe die verdient, die wurden uns gegeben, warum nimmst du mir die weg? Also kann man sich das vorstellen, wie ich das als Laie jetzt so einschätzen würde, so eine, ich hoffe, du weißt, wie ich das meine, so eine Knastsituation, dass das so eine Art Test ist, so ein Stand Your Ground. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ja. Um den Euro ging es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt, sah oder? so aus wie in einem Film, weißt du, stehst da, machst was und irgendwann nimmt dir was weg und dann, ich weiß nicht, also er hat dumm rumgemacht und dann fängt er mich an zu schucken und dann habe ich ihn halt ein paar aufs Maul gehauen. Ging auch dann vor Gericht und alles drum und dran, weil er ins Krankenhaus musste. Aber das war noch ein paar Stunden später und das kann nicht alles von mir gewesen sein. Wahrscheinlich hat er von jemand anderem nochmal aufs Maul bekommen, weil er da auch Scheiße gebaut hat. Und ich wurde freigesprochen. Also das war Notwehr gewesen, alles drum dran. War auch niemand da gewesen, außer Okay, ich. ja. Da musste ich, kommt noch ein Jahr lang zum Stempeln gehen, jeden Montag. Ja, könnte sein, dass es so Knastsituation mäßig war. Also im Prinzip, mir geht es ums Prinzip, ich lasse mir nichts wegnehmen, weißt du. Ja, ich denke nur, wenn da so ich habe ja schon nichts mehr. Weißt du, und dann gibt mir jemand was und dann kommt jemand anders an und nimmt mir das einfach weg, was ich mir sogar verdient habe mit Arbeit, so gesehen. Und dann muss man sich auch Respekt verschaffen. Ich meine, da stehen die Leute rum, ich meine, wenn er mir das wegnehmen darf und alle sehen das, dann nimmt mir alles weg. Da hab ich verloren. Ich bin ja auch gerade erst angekommen. auch erst Ich ein paar Tage da, das es geht meinte um ich so, Respekt, ja. weißt du einfach. Mir ist das Wichtige einfach, so und so sieht's aus. Ich bin lieb und nett, ich teile mit euch. Ich habe auch das Bier ausgegeben. Und jeder durfte sich Tabak Absolut. nehmen und drehen. Und dann beklaust du mich noch. Ja, ich denke Also halt, das, was ich ich meine. finanziere eine Party hier und mache für euch eine Veranstaltung mit Seifenblasen, dann beklaust du mich. Ja, Ist doch klar, dass ich einen Paar aufs Maul hau. ich glaube halt deswegen nicht, dass es unbedingt um den Euro ging, weißt du, wenn da eigentlich so ein gemütliches Beisammensein halt ist und auch noch viele andere Leute dabei sind, die das ja auch sehen und mit Sicherheit auch einzuordnen wissen. Und ich sag mal, wenn man da jetzt anders gestrickt ist und dann den Euro in dem Sinne oder sein Eigentum vielleicht nicht mehr zurückfordert, könnte das für einen zukünftigen Verlauf Dann wirst doch. du ausgenutzt den Rest deines Ja, Lebens. das Ist so. meinte ich so ungefähr. Gerade auf der Straße. Da muss man halt auch Eier zeigen. Ja, weil ich denke halt, Ist wenn es so. um den Euro ging, ne, da macht man das halt nicht unbedingt auch vor so vielen, ich sag mal, auch Zeugen und so weiter, weil Das ist das Wichtigste vor vielen Zeugen. Alle anderen Angst haben und sich nicht trauen, sich mit dir anzulegen. Das ist die Realität, tut mir leid. Musst du auch nicht rausschneiden. ja, Es ist einfach so. Wenn man so lebt, wie ich lebe oder im Knast, vor möglichst vielen Zeugen möglichst brutal sein. Einmal. Und hast den Rest deines Lebens Ruhe. traurig, aber Oder du wahr, wirst den ja. Rest deines Lebens unterdrückt, ausgenutzt, misshandelt, missbraucht oder sonst irgendwas. Ja, das ist, was ich meinte mit so Stand Your Ja, Ground. das ist Knast. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Aber jetzt, wo du gerade sagst Knast, ja, das ist wie im Knast. Ne? So, das, Du musst ne, deine Eier zeigen, Ja. sonst bist du die Bitch. bist du das Opfer, ja. Ne? Ja. Weil genau, du warst ja auch noch nicht lange da und, Und die sprechen alle die andere Sprache und alles drum und dran. und kennen sich auch schon länger. Ja, und du bist da als Neuer, der kann die Sprache nicht, der hat keine Ahnung hier, was hier los ist, Polizei, nichts, bla bla, und die sind alle aktenkundig, heißt es ja so schön oder so wahrscheinlich, denke ich mal, die meisten von denen zumindest, sonst würden die ja nicht so leben. Ja, da muss man die Eier zeigen. Ja, okay. So in der Richtung war das, weil die sich ja auch alle nicht untereinander Freunde waren, mehr oder weniger. Man hängt wie im Knast. Du Ja, hängst klar. halt mit irgendwelchen Leuten zusammen Zweckgemeinschaft, rum. Ja. ne? Ja. Den einen magst du mehr, den anderen magst du weniger. Ja, und da war der Tag ja noch nicht zu Ende, auch wenn er schon recht erlebnisreich war, sagen wir es mal so. Wie ging es denn dann noch weiter? Ja, das war dann irgendwann schon. Also war eigentlich um die Uhrzeit war es erst 10, halb 11. Ja, nee, wir haben dann auf jeden Fall beschlossen, dass wir dort nicht unbedingt leben wollen.
Und auch nicht mehr übernachten wollen? Genau, dass wir draußen schlafen Okay. wollen, statt dort drinnen schlafen. Das hatten wir eigentlich schon nach meiner Nacht gesagt, wir pennen draußen, nicht dort. Und dann haben wir uns überlegt, ja nee, dort draußen mit den Leuten schlafen ist auch nicht unbedingt das Beste. Wir suchen uns eine Unterkunft. Vor allem nach den Ereignissen, oder? Ja, Verstehe ich richtig, ne? man weiß ja nie, was nachts passiert, wenn man schläft. Ähm, Wir sind auf jeden Fall losgezogen, weil wir gewusst haben, dass vom Alex, also von dem Deutschrussen, den seine Leute und er halt im alten Stadion von Real Mallorca wohnen. Und da sind wir da runtergegangen im Parc des Arriera und das Stadion haben sie mittlerweile abgerissen. Leider, das war so schön. Sind wir auf jeden Fall runtergegangen, sind über die Mauer geklettert. Da war es so halb eingetrissen, also 2, 3 Steine waren noch da, konnten wir reingehen. Sind dann außen rum, haben ein bisschen geguckt und es war, Alter, ich schwör's dir, du kennst ja die Lost Places Filme oder Serien. Du kommst da rein echt drüber, es war alles zugewuchert und ein altes Stadion mit der Tribüne und du läufst hinten runter, Bisschen drunten spooky. durch. Ja, es war echt spooky. Die halb aufgerissenen Türen, die überall waren, die Durchgänge nach oben. Und jetzt sind wir da lang gelaufen und um die Ecke rum haben wir da am Ende von der Tribüne haben wir sie gesehen, wo die ihr Lager aufgebaut hatten. Also die Kumpels, mit denen wir auch Seifen, also die uns das mit den Seifenblasen erklärt hatten, sind zu denen hin, haben ihnen die Situation erklärt, dass wir lieber draußen schlafen wollen und was passiert ist. Und die so, hey, cool, ja, ja, so gehört sich's. ähm, und ja, ihr könnt dann ein Stück weiter unten, könnt euch euer Lager aufbauen. Und ja, dann haben wir halt da die Stühle von der Tribüne. Die haben sie alle runtergeschmissen, abgerissen, lagen überall Plastikstühle rum. Die haben wir dann schön gestapelt als Windschutz. Und haben uns dann so ja, links, rechts eine Mauer, an die Mauer vom Stadion, über uns die Tribüne. Haben uns was hingebastelt. Und dann sind wir noch abends mit denen losgegangen. Von Mülltonne zu Mülltonne, haben ein bisschen geguckt nach Matratze und so. Und haben uns dann einigermaßen eingerichtet. Ja, und dann haben wir mit denen abends im Mondschein Schnecken sammeln. Auf der Tribüne vom Stadion von Real Mallorca. Okay. Also vom ehemaligen Stadion. Das war ja einbruchsgefährdet, durften wir eigentlich hin. Einsturz. Ja, genau. Einsturzgefährdet. Wir haben halt da mehrere gewohnt. Weil da vorne auch Zigeuner. Über die kommt später noch was. Auf jeden Fall sind wir auf der Tribüne rumgelaufen, weil es auch alles zugewuchert war schon und bewachsen. Und haben die Schnecken gesucht, die ähnlich wie Weinbergschnecken. Und die haben vorne so ein Hörnchen dran. Und die sammelst du, weil der Tschech hat gesagt, der macht daraus lecker Suppe. Es war keine so lecker Suppe, aber wir haben einen lustigen Abend gehabt mit Wodka. Und sind dann ja auf unseren neuen Schlafplatz gegangen, haben uns hingelegt, schlafen. Ja, und dann kam der nächste Tag. Und die erste Nacht konnte man also dort aushalten, habe ich verstanden, mit den Stühlen und so weiter. Habt ihr da auch euer Bestmögliches gemacht? Und mit den Jungs seid ihr ja eh schon seit ein paar Tagen ganz gut klargekommen. Ja, das war wunderbar bei denen. Also muss ich echt sagen, ja, wunderbar. Wie schön kann es sein, unter einer Tribüne vom Stadion zu schlafen irgendwo. Aber nee, wir haben es da einigermaßen schön eingerichtet, haben ein paar Sachen an den Mülltonnen gesammelt, damit wir halt gescheite Matratze, Decke und so, Rotes Kreuz angerufen. Die haben uns dann abends Kakao gebracht und noch Decken mitgebracht und so. Die haben uns gut unterstützt. Morgens mit denen drüben Tee getrunken und dann sind sie losgegangen auf ihren Arbeitsplatz. Wir sind auf unseren Arbeitsplatz abends getroffen, zusammen gekocht. Und ja, das haben wir halt dann die Woche lang gemacht. Ganz normal, arbeitstechnisch, wie jeder andere. Also Morgens Seifenblasen. aufstehen, Tee trinken mit den Tschechen, Rumänen und Russen. Dann zur Arbeit gehen, abends heimkommen, mit denen zusammen kochen, schlafen gehen, wieder aufstehen. Ja, war lustig. Und dann kam das Wochenende. Oi, 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 oi. Dann ging's los. Das erste Mal auf Paseo Maritino. Und was an dem Wochenende passiert ist, erzähle ich euch das nächste Mal. Das hört sich so an, als wäre das dann eine längere und ausführlichere Geschichte. Oi,
Oi, ai, das war lustig. Ballermann habe ich bis dahin noch gar nicht gekannt. Paseo Martino ist ja was ganz anderes. Das ist eigentlich die Luxusmeile, wo die Reichen und Schönen, Am Hafen in Palma, genau, ja. die Reichen und Schönen am Hafen neben den Luxusjachten sich einen reinbechern. Und danach ins Titus gehen für 60 Euro Eintritt und der Cocktail 80 Euro. Nein, Das übertrieben. Titus ist jetzt auch Geschichte, aber im Linos werden die passenden... Hast du gewusst, im Titus ist schon Frank Sinatra aufgetreten. Das ist wusste eines ich der nicht. ältesten, also damals Titus ist Frank Sinatra aufgetreten. War damals auch übrigens ein Laden vom Megapark-Besitzer Kursach, falls das jemand interessiert. Ja, und nebendran ist Abraxas, das war auch mal eine Zeit lang Pascha gewesen und dann hieß es noch irgendwie anders und dann wieder Abraxas und ja, da durften nur die Reichen und Schönen rein und mussten trotzdem viel Geld zahlen für alles. aber wir sind davor flaniert. Also hast du dann Das wird letztendlich lustig, das wird echt lustig. irgendwann dann auch mal den Ballermann kennengelernt, was ja ursprünglich mal die Idee war, als du für den Urlaub nach Mallorca kommen wolltest. Also am Ballermann bin ich erst, ich wollte eigentlich, ja doch, ich wollte ja gar nicht her. Ich wollte einen Urlaub machen. Ich wollte mal den Ballermann sehen. Zum Ballermann bin ich erst, 2 Jahre später gekommen. Okay. Und nochmal kurz zurück, die Schneckensuppe hat auch jeder überlebt. Ja, die hat jeder überlegt, aber ab dem nächsten Tag durfte ich kochen. Ja, und jetzt sitze ich auch wieder mit dem Uwe zusammen. Den kennt ihr ja bereits und er wurde ja auch heute schon erwähnt in der Folge. Uwe, bei dir ist soweit alles klar. Wie war deine Woche? Ach, die Woche war eigentlich sehr, sehr gut, ne? Weil playamäßig ist immer alles in Ordnung bei mir, ne? Naja. Weil ich habe immer mit Touristen zu tun, ne? Moment, ich darf mir noch eine drehen, okay? So viel Zeit hast du noch, oder? Ja, ich hatte gestern einen schönen Vorfall am Siebener Park. Da waren 2 deutsche Touristen, die sich voll gesoffen haben auf dem Bierkönig oder Megapark oder wie auch immer, ne? Die haben da gibt es so einen schönen Brunnen, ne? Mit Fontänen und all so ein Scheiß, ne? Na gut, da waren dann nebenbei noch 5 Frauen, ne? Also, naja gut, jüngere, ne? Die wollten sich beweisen, ne? Naja, ist nun mal so, ne? Die Mädels. Nee, die Männer wollten sich Vor den Mädels beweisen. richtig. Da haben sie ihre Hosen ausgezogen und all so eine Scheiße. Aber was sie nicht wussten, dass die lokalen, Polizei lokal, ne, daneben waren, ne? Und die haben alles beobachtet. Ne? Naja, klar, logisch, ne? Naja. Stimmt, die sind da direkt am Park, gell? Richtig, ne? Am Siebener Park, ne? Logisch, klar, ne? Und, naja, gut. Die haben 10 Minuten, haben sie gewartet, was die Jungs da veranstalten, ne? Was haben die denn veranstaltet? Ja, gut, die haben sich da geduscht, ne? Bei der Fontäne und so weiter und so fort, ne? Naja, waren voll wie die, naja, wie die Touris, ne? Wie sie eben halt so sind, ne? Naja, ist nun mal so, ne? Und dann Hose runter und dann Schwanz gezeigt und also ein Scheiß, ne? Und das haben die vor den Mädels gemacht und ich saß da auf der Bank am Siebener Park daneben. Ich habe das alles beobachtet. Ich wusste genau, was da passiert, ne? Ja, bist ja selber schuld, wenn du hinguckst. Nein, es ist wirklich so. Aber die Jungs wussten nicht, dass daneben gleich die Polizei Lokalen sind. Ne? Naja. Ja, und dann kamen sie da vorbei mit 3 Leuten. Ne? So, die haben sich da Handschuhe angezogen, ne? Und so weiter und so fort. Da haben die da eine fette Multa gekriegt. Ich habe mich gewundert, dass sie sich nicht nach Palma für 3 Tage, weil die können das hier für 72 Stunden festhalten, ne? Können die machen. Ne? Oder einfach mal zum Ausnüchtern oder so. Ja, genau. Ne? Aber die war eine muss- teure Dusche. Eine 100-Euro-Dusche. Absolut, ne? Naja. So viel möchte ich nicht bezahlen als Obdachloser, ne? Absolut nicht. Ne? Nee. Ne? Ja, das klingt nach einer lustigen und erlebnisreichen Woche schon mal. Ansonsten würde ich bei dir auch ganz gerne mal da einsteigen, wie du denn eigentlich auf der Insel gelandet bist. Und das ist ja, um das auch für die Zuhörer nochmal einzuordnen, ja tatsächlich dann schon vor Jens passiert. Du bist ja schon länger oder sagen wir es mal so, früher hier auf der Insel gestrandet, bevor Jens überhaupt ankam, ja? Das ist richtig. Ich bin, ja gut, in Palma de Mallorca von Hannover aus gelandet. Ne? Wann war das denn ungefähr?
Das war vor etwas über 14 Jahren. Ne? So. Und ja gut. Und das war abends so gegen kurz nach 8. Ne? Und na gut, dann bin ich einfach nach Palma gefahren. Ne? Weil das war für mich Neuland. Ich kannte die Insel überhaupt nicht. Und na gut, okay. Dann habe ich, na gut, in Palma, ich wusste gar nicht, dass da eine Markthalle war, Plaza de España, ne? Da bin ich gelandet. Und da ist ja auch nebenan die Markthalle. Und da habe ich einen gewissen Robert kennengelernt, ne? Weil da war so eine Bühne aufgebaut und da ist er auf einmal runtergekrochen, ne? Und da habe ich mitbekommen, dass er Deutsch spricht, ne? So. Und naja gut, das Einzige, was mich interessiert hat, ich wollte ein paar neue Socken haben, ne? Das war das Einzige, was ich brauchte in dem Moment, ne? Ich wusste aber nicht, dass da noch C&A gibt hier, ne? Naja, in der Nähe von der Markthalle, ne? Naja, alles gut. Ja, und da habe ich mit ihm gesprochen, ne? Und dann hat er mich da rumgeführt in Palma, ne? Naja, hat er mich mit sämtlichen Leuten da bekannt gemacht, mit deutschen Leuten, ne? Die auch auf der Straße leben, ne? Hat mir auch gezeigt, wo C&A ist, wo ich Socken kaufen konnte, ne? Naja. Und das war schon sehr, sehr interessant. Und wo ich auch eine Schlafmöglichkeit hatte. Also hast du dann auch dort unter oder bei dieser Bühne an der Markthalle geschlafen in der ersten Nacht? Nein. Ich habe dann einen Menschen kennengelernt, die haben Autos eingeparkt. Das war ein gewisser Bernardo, ne? Also auch am gleichen Abend? Nee, das war einen Tag später, ne? Ich meine, ich habe mich die Nacht da durchgeschlagen, ne? Gar nicht geschlafen? Nein, Ah, absolut okay. nicht. Ne? Also ich musste erst mal gucken, wie ich klarkam. Ne? Ja, und nächsten Tag durch den Robert habe ich dann den Bernardo kennengelernt und der hat mir dann eine Schlafmöglichkeit ermöglicht. Das war am Paseo Maritimo. Ne? Naja, Und das war dann in der zweiten Nacht? richtig. Okay. Und dann hat er mich eingeführt, der Bernardo, mit dem Autos einparken. Ich wusste in dem Moment auch nicht, was das bedeutet, aber war schon sehr interessant. Ne? Ja, aber ich habe es dann begriffen, wie das funktioniert. Naja. Erklär's doch gern mal den Zuhörer, was meinst du denn genau damit? Na gut, die Autos, weil das ein also es war eine freie Straße, ne? So. Und da waren keine Parkuhren, wie auch immer, ne? Das war eine freie Straße, brauchst du keine Parkgebühr bezahlen, nichts. Da hast du Autos eingewiesen und dann zum Parkplatz hingeführt. Wo einer frei war, okay. Richtig, ja. Und dementsprechend hast du dann 50 Cent oder 1 Euro verdient. Ne? Und je nachdem, was die Leute dann bezahlt haben. Ne? Ob die wollten, ja genau, und Ja, was genau. sie gegeben haben. Also wir waren nicht aufdringlich, ne? Absolut nicht. Ne? Naja. Ne? Ja. Ja, auch sehr spannend. Da kannst du dann auch gern mal mehr drüber erzählen, wie lange du das denn beispielsweise gemacht hast. Aber da kommen wir bestimmt dann auch im Laufe der Geschichte auch dazu. Und die Woche haben dich Leute auch an der Bleier angesprochen schon, dass sie dich im Podcast gehört haben, unerkannt. Ja, da war ich sehr, sehr erstaunt drüber, weil ich ja nun an der Playa immer unterwegs bin, weil das Straßenkind von Malle, den Uwe, den kennt ja jeder, ne? Naja, absolut, ja, das hat mich selber erstaunt, ne? Und die haben mich im Podcast gegoogelt oder wie auch immer, ne? Keine Ahnung, wie auch immer, Gehört, ja. oder gehört, ne? Und die haben mich anhand meiner Mütze erkannt. Ne? Naja. Wie kann man dich denn anhand von deiner Mütze erkennen? Ja, weil ich das Straßenkind vom Malle der Uwe bin. Ne? Naja. Oder steht da drauf, ne? Ja. Absolut, in gelber Schrift. Ne? Ja, selbstverständlich. So sieht das aus. Ne? Naja. Und so, das ist sehr, sehr nett für mich. Ja? Und ich freue mich darüber. Ja? Gerade weil ich auf der Straße lebe und so weiter. Ne? Mensch, das ist für mich wie Weihnachten und Ostern zusammen. Es freut mich zu hören. Ein paar Worte mit denen gewechselt und ja. Und dann wären wir auch für diese Woche fertig mit deinem Teil der Geschichte. Und zukünftig kommen wir ja auch nochmal auf dich zurück und dann knüpfen wir auch gerne nochmal an deiner Geschichte an,
wo du beim letzten Mal schon angefangen hast zu erzählen, wie du denn hier gelandet bist. Du, ich bedanke mich bei dir und Uwe, der Straßenkind vom Walle, verabschiedet sich ganz, ganz gerne. Bis zum nächsten Mal und wir werden voneinander hören. Freut mich, halt die Ohren steif, Uwe. Das Einzige, was steif bleibt. Normalerweise wäre an dieser Stelle jetzt geplant gewesen, auf euer Feedback einzugehen. Allerdings schaffen wir das auch diese Folge nicht. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen und das holen wir auch definitiv nach. Und das Zweite, was wir euch ja versprochen haben für diese Folge, ist tatsächlich der Blick auf den Wohnungsmarkt, speziell bei Zimmermiete. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle beide, dass wir das nochmal verschieben würden. Das ist tatsächlich von der Recherche her ein bisschen umfangreicher als geplant. 1, 2 Sachen sind auch noch dazwischen gekommen, dass wir vereinbarte Gespräche dann doch nicht führen konnten, um ein paar Infos auch zu kriegen. Dementsprechend versprochen in der nächsten Folge. Ja, ich versuche es auch auf jeden Fall, dass wir es einhalten. Aber es ist halt so, wenn die miteinander stehen, man redet halt darüber nicht. Jeder weiß es, aber darüber wird nicht gesprochen und vor anderen will man nicht drüber sprechen, weil wenn es die anderen mitkriegen, dann könnten sie damit irgendwas Böses machen, dass du hier ein Verräter wärst oder so, ja. So wie mit dem, Knastverhältnisse. Das ist bei den PRs genauso. Und PRs hattest du ja jetzt tatsächlich auch schon verraten und dementsprechend ist das mit Sicherheit auch mal ganz interessant, den Bereich auch mit einfließen zu lassen. Erneut müssen wir Werbung in eigener Sache machen, beziehungsweise würden das gerne und wollen an dieser Stelle uns recht herzlich bei der Kreiszeitung Böblinger Bote, bei der Stuttgarter Zeitung und bei den Stuttgarter Nachrichten bedanken, die gestern den Online-Artikel schon freigeschaltet haben und heute das Ganze auch in der Printausgabe präsentieren werden und uns auch dort mit dem Podcast vorstellen werden. Wir bedanken uns erneut recht herzlich und da das ja auch in Jens' Heimat geht, denke ich, der findet da diesmal noch ein paar ausführlichere Worte. Ich bedanke mich nochmal bei dem zuständigen Redakteur für den angenehmen Kontakt, die angenehmen Gespräche und für die Mühe und vor allem die Zeit, die er investiert hat. Ganz liebe Grüße ins Schwabeländle. Ja, also ich bin da auch ganz überrascht gewesen, als ich jetzt das online gesehen habe, den Artikel, und dann gleich ganz oben als Headliner. Ändert sich wahrscheinlich, hoffentlich wieder. Aber ich habe eigentlich gedacht, ich kriege irgendwo so einen kleinen Artikel auf der 10. Seite. Ich wollte mich da eigentlich nicht so... Oh. Meine Mutter kriegt bestimmt einen Herzinfarkt, wenn sie heute die Zeitung kriegt. Das hoffe ich natürlich nicht, ja. Und ich danke dem Böblinger Boten, Kreiszeitung, Stuttgarter Zeitung und natürlich den Reporter für das tolle Interview. Das war super nett und bin mal gespannt, wie der Bericht ankommt. Ja, auch von meiner Seite erneut ein Dankeschön und wenn wir schon beim Bedanken sind, möchten wir das auch bei Cleanwave tun, denn Cleanwave hat uns tatsächlich, wir haben sie ja in der letzten Folge erwähnt und da auch kurz mal eigentlich ihr Projekt angerissen und dass wir das ganz positiv finden, hat uns ein paar von ihren Edelstahlflaschen, müsste das sein, ich nenne es mal gesponsort und die haben wir oder verteile ich in dem Fall jetzt, weil ich sie bekommen habe, auch hier an die Jungs. Jens hat eine schon, das werdet ihr auch auf der Instagram-Seite sehen und ja, Uwe und Andi bekommen die auch in der nächsten Woche. Ich weiß nicht, willst du da vielleicht auch kurz einen Dank noch raushauen, weil ich fand es echt eine coole Aktion, dass das dann das Resultat auch ist und ich glaube, du wirst sie auch auf jeden Fall gut nutzen können, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich voll über die Flasche. Jetzt gerade, weil du gesagt hast, du weißt nicht, was es ist. Hier unten steht drauf, Stainless Steel. Ah, okay. Also du kannst auf jeden Fall was damit anfangen. Ja, auf jeden Fall. Da kann ich immer meinen Wodka reinfüllen für unterwegs. Nein, Spaß. Nee, ein bisschen frisches Wasser kann man immer gebrauchen, so als Notfallflasche für die Hunde. Ich finde die sehr schön. Ja, und auch haltbar und vor allem nachhaltig, weil eine Plastikflasche brauchst du jetzt nicht mehr mit dir rumschleppen. Genau. Und unsere Dankesrede haben wir jetzt auch beendet, was wir auch tatsächlich gerne loswerden wollten.
Folge 6 ist auch jetzt schon wieder am Ende angekommen. Wie das so üblich ist, kommen wir gleich zum letzten Wort, welches Jens gehört. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Den Artikel verlinken wir euch auch im Linktree auf unserer Instagram-Seite von der Stuttgarter Zeitung und vom Böblinger Boten. Und ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Hasta luego. Ja, ich bedanke mich dann auch für die Zuhörer und auch jetzt nochmals an alle, die uns unterstützen in jeglicher Form. Finde ich super, super toll. Und ja, ich sage dann auch mal wieder tschüss, bis dann, ihr lieben Gestrandeten. Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel.